Hallo und ganz recht herzlich willkommen zur kleinen, kompakten Kaufberatung zwischen der Samsung Galaxy Watch 4, der Samsung Galaxy Watch 5 Pro und der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Wir schauen uns alle drei Uhren einmal in aller Kürze an und ich sage euch, was ich persönlich kaufen würde, beziehungsweise was auch für die eine Uhr spricht und für die andere. 1 Minute Plädoyer für jede einzelne Uhr. Ja, ganz kleiner Hinweis noch, zum Upload dieses Videos ist es so, dass die Samsung Galaxy Watch 6 Classic schon die 5.0er Version von One UI hat und damit das neueste Wear OS und die anderen beiden Uhren noch nicht. Die haben noch 4.5. Das wird sich aber, so zumindest mein Kenntnisstand, in den kommenden Wochen und Monaten noch ändern. Also von daher geht mal davon aus, dass vom Grundsatz her alle drei Uhren demnächst auf einem ähnlichen Softwarestand sein werden und somit auch ähnliche Features haben. So, wir legen los mit der ältesten Uhr, das ist die Samsung Galaxy Watch 4 und davon gibt es ja auch eine Classic-Variante mit Lünette, da spricht natürlich nochmal die Lünette dafür. Ich habe hier nur eine normale Samsung Galaxy Watch 4 und ich muss sagen, für diese Uhr spricht aus meiner Sicht der Preis, wenn ihr sie noch neu bekommt, ansonsten kriegt ihr sie gebraucht mittlerweile sehr, sehr günstig und dafür ist die Uhr einfach noch richtig, richtig gut. Wirklich, wirklich Killer-Features gibt es bei der Watch 5 Pro und auch bei der Watch 6 Classic aus meiner Sicht nicht. Wenn ihr einfach nur ein rundes Paket, eine gute Android-Smartwatch sucht und vielleicht auch noch ein Samsung-Smartphone habt, dann ist die Galaxy Watch 4 immer noch eine richtig, richtig gute Uhr und vor allen Dingen heute zu einem sehr, sehr guten Preis. Das ist für mich das Kriterium. Preis, Optik ist Geschmackssache, wie immer. Die Software und so weiter und so fort wird nicht mehr so lange aktualisiert wie bei den anderen Uhren. Das muss man natürlich im Hinterkopf haben, aber ich glaube, die Watch 4 wird auch noch ein paar Monate bzw. Jahre sicherlich auch gepflegt werden. Ja, die letztjährige Uhr, in unserem Fall die Galaxy Watch 5 Pro, da für diese Uhr spricht, oder beziehungsweise erstmal was spricht dagegen, die Dicke der Uhr spricht natürlich dagegen, aber sie spricht auch gleichzeitig wieder dafür, denn diese Uhr hat den besten oder vielmehr den größten Akku. Also wenn ihr Wert auf Akku legt, dann ist die Watch 5 Pro sicherlich was ihr euch überlegen solltet. Da steckt einfach ein dickes Ding an Akku drin, das sieht man auch optisch, aber es hält halt eben auch richtig lange aus. Im Normalfall solltet ihr damit locker über 2 Tage kommen, eher noch mehr, je nachdem, wie ihr die Uhr natürlich nutzt. Vom Grundsatz her ist sie von der Power und so weiter und so fort der Samsung Galaxy Watch 6 Classic eigentlich nicht, steht sie in nichts nach. Also das passt eigentlich, da gibt es für mich keine Unterschiede. Man merkt nicht viel, auch wenn der neuere Prozessor vielleicht in einer neueren Uhr drin ist. Aber was es bei der Watch 6 Classic zum Beispiel nicht gibt, das ist die GPX-Navigation und auch das Zurückfinden von Routen und so weiter. Das ist weggefallen bei der neuesten Version, zumindest im aktuellen Softwarestand. Und wenn ihr das als Feature nutzt, dann spricht das auch noch für die Watch 5 Pro. Insgesamt aus meiner Sicht, wenn man auf Akku Wert legt, aktuell die beste Android Smartwatch, die ihr bekommen könnt. Ja, und ihr habt es an der Einschränkung vielleicht schon gehört. Die aktuellste Samsung Galaxy Watch, das ist die Watch 6 und die Watch 6 Classic mit der neuesten Softwareversion. Das ist einfach derzeit die Uhr, die es zu betrachten gilt, wenn man über Android Smartwatches spricht. Wir haben wieder eine Lünette, die haptische oder vielmehr physische Lünette, die ist zurück. Das ist für mich eins der großen Highlights dieser Uhr. Die Verarbeitung ist absolut top und über jeden Zweifel erhaben. Das ist wirklich richtig, richtig gut, was Samsung da abliefert. Das Display ist nochmal ein bisschen größer als bei den Vorgängern. Also auch das spricht für diese Uhr. Sie ist nicht mehr ganz so dick wie die Watch 5 Pro, hat deswegen aber natürlich auch ein bisschen weniger Akku. Das muss man halt einfach wissen. Und wenn ihr Wert auf Akku legt, ist die Samsung Galaxy Watch Classic vielleicht nicht das Richtige, aber checkt einfach mal, wie lange ihr wirklich Akkulaufzeit nachher braucht. Denn ansonsten bekommt ihr hier sicherlich eine sehr, sehr gute Android Smartwatch, die den neuesten Softwarestand hat und auch am längsten gepflegt werden wird und noch Features mit sich bringt, die die Vorgänger nicht haben, wie Temperatursensor, also vielmehr ein Thermometer und so weiter und so fort. Also insofern die Samsung Galaxy Watch 6 Classic aktuell sicherlich eine super Uhr. Ja, und welches ist jetzt die Uhr, die ich kaufen würde? Und ich sag's mal vorweg, es ist die... Nee, ich sag's nicht vorweg. Ein Kriterium, was ich außen vor lasse für mich, ist ein bisschen der Preis, denn der spielt eine Rolle. Für mich ist es tatsächlich die Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Die würde ich mir kaufen, wenn ich das notwendige Geld hätte. Also sprich, wenn der Preis für euch kein Kriterium ist, ist das aus meiner Sicht die beste Uhr. Und ihr müsst euch natürlich mit dem Akku arrangieren können. Ansonsten von der Optik und auch von der Haptik und auch von der Bedienung über die Lünette definitiv nach meinem Verständnis die aktuell beste Uhr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Findet ihr eine andere Uhr besser? Sagt ihr, die Watch 4 ist noch besser oder die Watch 4 Classic
vielleicht auch, die hat ja auch eine Lünette, kann durchaus auch eine Alternative sein. Oder sagt ihr, ich brauche das Akkumonster Samsung Galaxy Watch 5 Pro? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und gerne können wir uns auch austauschen und argumentieren, welche Uhr vielleicht besser ist. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.